Öl, eine der begehrtesten Ressourcen auf unserem Planeten, aber auch eine, die endlich ist. Wenn wir den Konsum, wie wir ihn aktuell führen, so beibehalten, werden die Ölreserven, welche sich noch im Boden befinden, vermutlich in 47 Jahren aufgebraucht sein. Und genau hier setze ich mit diesem Video an. Wir werden uns anschauen, wie der Ölmarkt funktioniert und welche Auswirkungen das Ganze auf den Aktienmarkt hat. Aber zunächst ein kurzer Disclaimer vorab. Alles Folgende ist keinerlei Anlageberatung, sondern nur meine eigene Meinung. Es soll weder zum Kauf noch zum Verkauf anregen. Warren Buffett, wohl einer der besten Investoren unserer Zeit, kann seit der Corona-Krise nicht aufhören, das Ölunternehmen Occidental Petroleum zuzukaufen. In seinem Portfolio macht es aktuell schon 5,75% aus. Und bis jetzt ist nicht in Sicht, dass Warren Buffett aufhört, an diesem Unternehmen weiter zuzukaufen. Und um dieses Investment zu verstehen, schauen wir uns jetzt erst einmal genauer an, wie der Ölmarkt funktioniert und wie er sich über die letzten Jahre hinweg entwickelt hat. Schauen wir uns dazu erst einmal den weltweiten Konsum von Ölprodukten an. Wenn wir hierzu die Grafik betrachten, fällt auf, dass der Ölkonsum von 1990 bis 2023 stetig angestiegen ist. Nur in den Jahren der Dotcom-Bubble, während des Finanzcrashes 2007-2008 und in der Corona-Krise war der Ölverbrauch rückläufig. Unter den fossilen Brennstoffen, Gas, Kohle und Öl, ist Öl, was den Konsum angeht, immer noch führend. Auch im Vergleich zu erneuerbaren Energien ist Öl weiterhin der Hauptfaktor für Energiegewinnung. Schauen wir uns den Verbrauch von Ölprodukten weltweit an, fällt auf, dass hochindustrialisierte Länder am meisten Öl verbrauchen. Vor allen Dingen die USA mit 745 Megatonnen und China mit 713 Megatonnen Ölverbrauch sind hier führend. Wie man hier in dem Graphen erkennen kann, ist der Ölkonsum von China enorm gewachsen, zurückzuführen vermutlich auf die steigende Bevölkerung und den Ausbau der Wirtschaft. Wenn wir uns jetzt die Fördermengen von Rohöl anschauen, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie bei dem Konsum von Ölprodukten. Außer während der Dotcom-Bubble, während der Subprime-Krise 2007-2008 und während der Corona-Krise sind die Ölfördermengen durchgehend gestiegen. Bei der Förderung von Rohöl sind vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Russland führend. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Öl nicht überall auf der Welt verfügbar ist, beziehungsweise der kommerzielle Abbau sich nicht lohnt. Oder aber auch die Ölvorkommen nur schwer zu erreichen sind, beziehungsweise die Technologie noch nicht fortgeschritten genug ist. Nun fehlt noch ein letztes Puzzlestück, und zwar der Handel mit Öl. Wenn man sich jetzt die Grafik anschaut, die das Handelsvolumen von Öl pro Land darstellt, fällt auf, dass die Produzenten und Konsumenten an diesem Punkt zusammenkommen. Hierbei liegt China mit weitem Abstand vorne. Wenn man sich jetzt noch ergänzend die Handelsbilanz nach Region anschaut, hierbei ist gut zu erkennen, welche Regionen besonders viel Ölvorkommen haben und welche besonders viel Öl nachkaufen müssen, um ihren Konsum decken zu können. Jetzt hat man natürlich fürs Erste einen guten Überblick über die Produktion, den Konsum, als auch den Handel mit Öl. Aber das sind natürlich alles nur Werte aus der Vergangenheit. Aber das Spannende ist doch, ob der Markt in der Zukunft weiterhin so wachsen wird. Schauen wir uns auch dazu mal ein paar Grafiken an und hören uns die Meinung eines Analysten an. Öl wird hauptsächlich in zwei verschiedenen Sektoren gebraucht, im Transport und in der Industrie. Dabei wird es in verschiedensten Formen gebraucht. Hierbei sind die einzelnen Sektoren doch spannend. Beim Transport ist beispielsweise nicht nur das Betreiben des eigenen PKWs bedacht, sondern auch das Betreiben von riesigen Containerschiffen, die den weltweiten Handel vorantreiben. Und genau für diese gibt es beispielsweise noch keine gute Alternative zum Öl. Und das gilt auch für die verschiedenen anderen Einsatzzwecke von Öl, für die es immer noch keine leistbaren Ersatzstoffe gibt. Gut zu sehen ist dies auch in der Grafik der US Energy Information Administration, welche davon ausgeht, dass Öl wohl über lange Zeit hinweg weiterhin der wichtigste Rohstoff bleiben wird. Sie gehen zwar davon aus, dass erneuerbare Energien Öl einiges am Marktanteil abnehmen werden, aber bis 2050 den Bedarf von Öl nicht übersteigen können. Dazu passt auch die Meinung eines Analysten von Fidelity. Dieser geht ebenfalls davon aus, dass erneuerbare Energien großes Wachstumspotenzial haben. Gleichermaßen ist er aber auch überzeugt davon, dass der Umstieg wohl noch Jahrzehnte dauern wird, aufgrund dessen, dass der Energiehunger immer weiter steigt, aber die erneuerbaren Energien immer noch begrenzt sind. Ebenfalls geht er noch davon aus, dass der politische Westen die Ölpreise weiterhin in die Höhe treiben wird, da die USA ihre Weltmarktstellung aufgrund des Petrodollars weiterhin aufrechterhalten möchte. So, genug fürs Erste mit dem Einblick hinter das Ölgeschäft. Jetzt stellt sich natürlich als nächstes die Frage, welche Aktien und vor allen Dingen wie sie von dem Ölmarkt profitieren können. Und genau das gucken wir uns jetzt anhand der Aktie Occidental Petroleum an. Occidental Petroleum ist ein US-amerikanischer Ölkonzern, der in 4 Geschäftsfeldern tätig ist. Erstens dem Gewinn von Rohöl, dem sogenannten Upstream. Zweitens dem Midstream, dem Weitertransport von Öl. Drittens dem Herstellen und Vertreiben von ölbasierten Produkten, dem sogenannten Downstream. Und viertens einer zukunftsweisenden Technologie, und zwar dem Filtern von CO2 aus der Luft und dem einschließenden Einführen in den Boden. Somit deckt Occidental Petroleum mehr als so die 3 Hauptgeschäftsfelder des Ölsegments ab. Agieren tut Occidental Petroleum dabei hauptsächlich in den USA. Dabei gehören sie mit einer Gesamtnutzfläche von 9,5 Millionen Acres zu den größten Öllandflächenbesitzer der USA. Dabei sind sie strategisch an den ertragreichsten Ölquellen stationiert.
Zusätzlich agieren sie aber auch noch international, und zwar in Algerien, im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Somit kennen wir jetzt schon mal alle Standorte, an denen Occidental Petroleum agiert. Wie profitabel das Ganze aber ist, schauen wir uns jetzt im Folgenden an und werfen einen Blick auf die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024. Den Quartalszahlen ist zu entnehmen, dass Occidental Petroleum 1,258 Millionen Barrel Öl pro Tag fördern konnte. Das ist die höchste Produktionsrate seit 5 Jahren. Ebenfalls konnten sie die Guidance in ihr Midstream-Segment schlagen. Außerdem konnte Occidental Petroleum einen Free Cashflow von 1,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und 500.000 CO2-Zertifikate über ihr Low-Carbon-Venture an Microsoft verkaufen. Ergänzend dazu konnte im letzten Quartal die Übernahme von CrownRock abgeschlossen werden und somit ihre Position am Perm-Becken weiter ausbauen. Das schafft in der fernen Zukunft weiteren Free Cashflow und weiteres Free Cashflow-Wachstum. Durch die Übernahme haben sie 9 weitere operierende Oil-Rigs erworben, 47.000 Acres Nutzfläche sowie 200.000 Barrels mehr Öl am Tag. Diese Übernahme wurde durch Vicki Hollop ermöglicht, welcher seit 2015 der CEO des Unternehmens Occidental Petroleum ist und auch von Warren Buffett sehr geschätzt wird. Sie ist auch dafür zuständig, die folgenden Ziele des Unternehmens beizubehalten. Occidental Petroleum möchte über die nächste Zeit hinweg weiterhin eine feste Größe im Ölgeschäft bleiben. Sie wollen außerdem noch ihre Dividenden über die folgenden Jahre und Quartale hinweg weiterhin konstant steigern. Ebenfalls setzen sie momentan den Fokus auf das Reduzieren der Schulden und den Ausbau des Cashflows. Für die fernere Zukunft haben sie sich das Ziel gesetzt, Aktien des Unternehmens zurückzukaufen. Schauen wir uns also in den aktuellen Quartalszahlen mal an, wie die momentanen Ziele durchgesetzt werden. Occidental Petroleum hat im Zeitraum 2017 bis heute ihr Geschäft effektiv ausgebaut. Sie haben ihren Umsatz von 12,46 Milliarden auf 27,7 Milliarden US-Dollar ausgebaut. Ebenfalls konnten die operativen Einnahmen von 1,05 Milliarden US-Dollar auf 6,17 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden. Resultierend daraus wurde auch der Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar auf 4,6 Milliarden US-Dollar gehoben. Somit lässt sich schon mal feststellen, dass das Geschäft von Occidental Petroleum weiter ausgebaut und verbessert werden konnte, wie in der aktuellen Grafik gut zu sehen ist. Schauen wir uns nun die Reduzierung der Schulden über die letzten Jahre hinweg an. Occidental Petroleum hat über die letzten Jahre hinweg ihre Schulden enorm abgebaut und möchte diesen Kurs auch weiterhin beibehalten. Hierzu wurden im ersten Halbjahr 2024 400 Millionen US-Dollar an Schulden beglichen. Ergänzend dazu wurden bis Ende August weitere 1,9 Milliarden US-Dollar an Schulden getilgt. Bis zum Ende des Jahres 2024 sollen dann insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar an Schulden zurückgezahlt werden. Finanziert werden soll das Ganze durch den Ausbau des Free Cashflows, welcher von 2017 von 1,4 Milliarden US-Dollar bis zum heutigen Zeitpunkt auf 4,05 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden konnte. Zwischenzeitlich lag der Free Cashflow sogar bei 12,31 Milliarden US-Dollar. Also sind das schon mal beste Voraussetzungen, um die Schulden zurückzuzahlen und die Vorsätze einzuhalten. So viel erstmal zum aktuellen Quartalsergebnis von Occidental Petroleum. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Bewertung des Unternehmens und schauen uns an, ob ein Investment sich aktuell lohnt. Occidental Petroleum wird gerade 12,59 mal Gewinn, 1,77 mal Umsatz und 1,95 mal Buchwert gehandelt, was in der unteren Spanne der Bewertungsniveaus von 2017 bis jetzt ist. Also fürs Erste schon mal aktuell vielleicht ein Kauf wert. Jetzt fehlt natürlich noch ein Blick auf den Ausblick. Das heißt, man muss sich auch natürlich Gedanken darüber machen, wie sich das Geschäft in Zukunft wohl entwickeln wird und wo liegen die Preisziele. Die Analysten gehen aktuell davon aus, dass Occidental Petroleum in einem Jahr bei etwa 70,29 US-Dollar steht. Das wäre eine Kurssteigerung von 37,05%. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sollte dazu führen, dass der Preis auf diese Niveaus zurückkehrt, nachdem wir in den letzten Monaten einen etwas stärkeren Abverkauf gesehen haben. Ein möglicher Grund wäre der Kauf von Öl durch die USA, um die strategische Ölreserve für Krisenzeiten wieder aufzufüllen. Diese ist nämlich aktuell bei einem absoluten Tief angelangt und wäre somit ein umsatz- und ölpreisfördernder Katalysator. Auf lange Sicht gesehen können wir nochmal die Grafik von vorhin von der US Energy Information Administration anschauen. Wie zuvor schon erklärt, wird davon ausgegangen, dass Öl sich wohl noch eine längere Zeit halten wird und somit auch die Relevanz von Occidental Petroleum nicht schwinden wird. Diese stabile Nachfrage wird wahrscheinlich für Aufschwung im Ölmarkt über weitere Zeit hinweg sorgen. Auch interessant zu beachten ist, dass Warren Buffett das Unternehmen für im Schnitt 54,48 US-Dollar eingekauft hat und das Unternehmen gerade einmal bei etwa 52 US-Dollar gehandelt wird. Weiter muss man auch beachten, dass Warren Buffett auch bei 60 US-Dollar nicht aufgehört hat, das Unternehmen weiter einzukaufen. Somit sieht er wohl in der Zukunft langfristig gesehen einen deutlich höheren Wert, wie auch schon im letzten Annual Meeting von Berkshire Hathaway mitgeteilt hat. Occidental besitzt nämlich noch Ölvorkommen, für die sie aktuell keine effektive Technik haben, um diese kommerziell abzubauen. Somit ist aber auch das Vorkommen für die nächsten Jahre schon gesichert. Und Occidental hat weiteres Wachstumspotenzial. Wie Charlie Munger sich letztes Jahr auch schon ausgedrückt hatte, they just did one magic trick.
Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.